Hier hat man Vorkonus, das hier nennen die Baffle, Endkonus. Buchfans, oh, heute wieder ein Technikvideo. Und worüber reden wir eigentlich heute? Einfach das Wichtigste, was man an einer Zweitaktmaschine verbauen kann. Auspuffen, Auslassen, Resonanzpotten, wie man das auch nennen will. Eine Auspuff, Jungs. Und wieso machen wir diese Sendung? Ja, wir bekommen eigentlich sehr viele Fragen von Kunden, die sagen, ja, ich will eine neue Auspuff kaufen, welche muss ich nehmen? Und da sage ich immer, ja, das liegt an deinem Setup natürlich. Also was für ein Zylinder, Vergaser und so weiter hast du. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste, Geschmackssache. Also ja, ich finde auch nicht jede Auspuff schön. Und hat man ein Originalpuch, hat man ein Rennbuch, hat man eine Straßenbuch, aber custom gebaut, also hohe Lenker. Das sind alle Stilsachen und Stilsachen sind Geschmackssachen. Ich finde das immer schwierig zu sagen. Also ich fange, denke ich, einfach mal an. Also ich kann Stunden reden über Auspuffen, weil, wie schon gesagt, die sind sehr wichtig für was deine Mofa macht. Also will man Anzug oder Drehmoment, will man Endgeschwindigkeit oder Drehzahl. Unsere Kunden die fragen, ja, ich habe eine Original-Maxi mit Originalzylinder und ja, ich will gerne eine schnellere Auspuff. Also, die wollen schneller fahren. Ja, ein Original-Setup, also mit einer, ich habe hier, chill mal, meine Zauberstock, ne? Wir haben Original-Look-Auspuffer. Sieht man jetzt hier. Na, gut. Ja, das Wort sagt das natürlich, Originalauspuff, Original-Setup, aber nur ein Auspuff, da muss man nicht zu viel erwarten bei einem originalen Setup. Also, wir haben das auch getestet bei meiner blauen Maxi Starlet. Da haben wir Auspuff gewechselt und da haben wir 4-5 Kilometer pro Stunde haben wir gewonnen. Also, man Originalauspuff weg, schneller Original-Look drunter, 4-5 Kilometer. Na, mit einer Resonanzauspuff, also zum Beispiel eine Techno Boss, schwarz oder grün, macht natürlich nichts, da kann man vielleicht beim Original-Setup 5-6 Kilometer gewinnen. Das ist ja alles nicht viel. Daher haben wir auch noch unsere RS-Zigarre. Diese Seite. Eine RS-Zigarre ist eine, ja, wie sagt man das eigentlich, eine ganz schnelle und leise Auspuff für jede CCM. Also macht es gut auf 50 Kubik, macht das gut auf 70 Kubik und auch eben an eine 74 Kubik. Aber den kauft man nur, wenn man echt leise sein will. Alle schnellere Auspuffen für unsere Mofas, Jungs, das muss ich dabei sagen, die machen etwas mehr Lärm als ein Originalauspuff. Aber was will man? Man will schneller fahren. Schneller fahren heißt mehr Lärm. Also wir sehen bei die meisten von unseren Auspuffen haben wir auch ein Video, kann man hier sehen, zum Beispiel HomeWet. Und da haben wir Dezibellen getestet und beim Standgas und beim 3000 Umdrehungen und bei Drive-By. Na, dann weiß man ein bisschen, was man erwarten kann. Gut, gehen wir weiter. Wir haben eine 50 CCM gekauft oder eine 70 CCM. Alles noch mit einer 15er Vergaser oder 17,5 Vergaser. Da muss ich auch wieder dabei sagen, dass eine 17,5 Vergaser mit einem anderen Luftfilter statt das Original ist natürlich auch wieder etwas mehr Lärm. Na gut, da habe ich schon darüber geredet. Da ist auch schon eine Sendung. 17 Vergaser haben wir auch schon. Habe ich das auch erklärt. 50 oder 70 CCM schnelle Zylinder, zum Beispiel DMP, RSL, einer von unseren PSR-Zylinder und dann will man einen Auspuff dazu. Dann sagen die Kunden, ja, ich habe jetzt einen schnellen Zylinder. Welche Auspuff muss ich nehmen, Chris? Ja, da haben wir sehr viele Auspuffen dafür. Techno Boss kann man nehmen, aber will man ein bisschen mehr Anzug, dann nimmt man eine Schnecke, also so eine gekurfte Auslass. Die haben wir. Techno Circuit haben wir, Proma haben wir haben HomeWet haben wir. Die bringen mehr Anzug. Na, das ist auch natürlich wichtig, wie schon gesagt am Anfang von diesem Video, Drehzahl oder natürlich Drehmoment. Ja,
es liegt natürlich auch an die Abstimmungsskills, sage ich immer, von unseren Kunden. Man muss, wie gesagt, nicht denken, dass eine Auspuff, ja, das ist heilig. Ne? Wenn ich alles gut zusammenbaue und dann diese Auspuff runter, dann fahre ich 100 km/h. Nee, so geht das nicht. Eine Zweitakt und Auspuff, da muss 100% stimmen, will man 100% Leistung haben. Das ist wichtig. Na, da kann man noch ein bisschen weitergehen, ein bisschen tiefer in die Tuning. Ne? Eine Auspuff hat eine Krümmer, zum Beispiel diese Resopod. Ne? Hier hat man Vorkonus, das hier nennen die Baffle, Endkonus und Dämpfer. Na, je kürzer unsere Krümmer, desto mehr Endgeschwindigkeit. Desto länger unsere Krümmer ist, desto mehr Drehmoment. Ich muss auch schon immer noch ein bisschen nachdenken natürlich. Ne? Und dann gilt noch den ganzen Aufbau, den Rest von Auspuff ist auch wichtig. Tailpipe ist wichtig, ja. Und daher, es gibt eigentlich nicht eine Faustregel von dieser Auspuff ist sehr gut für deine Setup. Also da muss man manchmal testen. Wir versuchen das auch zu machen natürlich, ne, mit unserer Auspuff. Wir sind damit beschäftigt, dass wir das auch verbessern bei uns im Shop. Aber ja, einfach, Jungs, Geschmackssache. Also gehe aus von was du schön findest. Du willst eine schwarze Auspuff, prima. Eine verchromte, prima. Eine Auspuff, der roh ist, also unlackiert oder kein Chrom drauf. Nur ein bisschen einölen natürlich, nicht vergessen. Ich finde das so wichtig, um das in einer Sendung zu sagen. Also, du kannst natürlich hier, vielleicht ist das eine gute Idee, wenn du hier als Zuschauer, als Puch-Fan, hier unten in die Kommentare deine Setup vermeldest und welche Auspuff du hast und welche Endgeschwindigkeit und natürlich Übersetzung, ne, Ritzel, Kettenrad, ist natürlich auch wichtig, dann bitte Jungs, vermeldet das hier unter in die Kommentare oder stelle deine Mofa oder deine Puch, muss ich sagen, ein bei uns im Parking. Bei uns im Parking kann man alles sagen, deine ganze Setup und Übersetzung und natürlich, wichtig, weil diese Sendung, Auspuff vermelden. Dann können unsere neuliche Kunden oder erfahrene Kunden, die können das anschauen und die können dann sehen von, hey, das ist gut, oh, das funktioniert so, oh, und der hat diese Endgeschwindigkeit. Dann hat man eine Referenz. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste zu sagen über Auspuffen. Gut Jungs, und dann gehen wir wieder mal ein bisschen zurück zum Anfang von diesem Video. Ne? Wir haben also gerade Auspuffen mit mechanischen Dämpfer drinnen, ne? Wie Original und RS-Zigarre und so weiter. Und wir haben unsere Resonanz- oder Reso-Auspuffen. Ne? Ja, wieso eine Reso-Auspuff? Na, das ist ein Zweitaktprinzip und ich mache das einfach, Jungs, jetzt, weil das ist Materie, da kann man echt Stunden drüber reden und danach noch diskutieren, weil auch im Internet sind so viele Videos zu finden und Tuner zu finden. Jan Thiel zum Beispiel hat Theorien drüber. Aber wir kaufen bei uns im Shop, kaufen wir eigentlich eine Auspuff, die gedacht ist für deine Puch. Also ich denke, wenn ich das so schätze, die sind um 90% sind die richtig berechnet. Wie gesagt, man kann natürlich noch dran schweißen oder Dinge ändern und dann kommen wir auf Tuning natürlich, ne? Wie unsere Rennmotoren. Na, in unserer Standardklasse im Puchshop Cup, dann fahren wir eine eine Homovet PSR P6. Gut, wieso? Naja, Standardklasse, man muss natürlich Zylinder und eine Auspuff haben, die ziemlich gut funktioniert. Na, diese Auspuffen funktionieren bis 15.000 Umdrehungen, und das ist richtig viel, ohne Probleme. Aber dann hast du eine Straßensetup. Na, mit einer 70 Kubik PSR-Zylinder, eine 17,5 Delotto oder vielleicht eine 15er Bing mit Original-Luftfilter. Dann kann ich garantieren, dass das hier gut funktioniert. Will man Perfektion, ja, dann muss man echt zum Prüfstand. Dann muss hier Auspuff gekürzt oder verlängert werden. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Wie schnell willst du beim Ampel wegfahren? Wie schnell willst du sein auf dem Gerade? Jungs, das ist
so viel Information, das ist fast unmachbar. Gut, diese Resonanzauspuffen, wie zum Beispiel Techno oder Techno GP, eine Proma, einfach, die sind für 90% gut. Aber es ist, was du willst. Und vielleicht muss man dann einfach versuchen. Ne? Ruf einen Freund an. Hey, du hast diese RS-Zigarre. Hey, du hast diese PSR P6. Hey, du hast diese Techno-Schnecke drunter. Ja, einfach mal wechseln und versuchen. Bitte, das ist das Beste, was für dir gut funktioniert, was bei dir passt. Also mit Sound, Lärm oder wie sieht die Auspuff aus, Geschmackssache, ne? Und was will man, Drehmoment oder Endgeschwindigkeit. Ich denke, dann habe ich das so eigentlich ein bisschen gut erklärt. Hoffentlich sind da Fragen. Bitte, bitte, bitte schreib die hier in die Kommentare, weil ich denke, das ist wichtig, dass du als Zuschauer, als Buchfan auch auf diese Fragen reagiert. So helfen wir einfach einander. Also, Buchfans, ich hoffe, es war nützlich, dieses Video. Ich kann einfach nicht sagen, welche Auspuff für dein Setup geeignet ist. Das ist Utopie. Ich hoffe, dass dieses Video ein klein bisschen geholfen hat, um deine Wahl zu machen. Und, nochmals, ich habe das schon zweimal gesagt. Fragen, Info, Setups hier in die Kommentare oder in unsere Parking. Kannst du auch noch ein Video hochladen. Dann können wir auch noch hören, wie es bei dir klingt. Deine Auspuff, deine Setup und Übersetzung. Da sind wir sehr gespannt. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Oh ja, vergessen natürlich nicht. Klingel zu drücken. Oh, Klingel zu drücken. Und dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.